damit herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier bei mir auf dem Kanal. Wieder mal in Deutsch. Ich hoffe, ihr seid nicht so sehr verwundert von der Sprache. Und ja, heute das erste Spiel auf meinem Kanal zum KI-Turnier, das bereits angekündigt wurde. Links zu den Ankündigungsvideos, zu den Playlists, zu den anderen Castern auch in der Beschreibung. Es sollten am Montag und Mittwoch bereits 2 Videos online gegangen sein. Schaut euch gerne die Matches an, ich werde hier keine Results spoilern. Wir werden das ganz unvoreingenommen angucken. Und ich werde heute Nomade gegen Morgan Le Fay casten. Und zwar sind die beiden KIs, eine ist von mir und eine ist von Wurzelkasper. Der Esel nennt sich immer zuerst. Ja, und wir sind ja hier in einem Turniersetting und wir haben einen eigenen Unofficial Crusader Patch für das KI-Turnier mit einigen aktuellen Verbesserungen, die auch in der nächsten Version größtenteils genauso übernommen werden, wo auch euch drauf freuen könnt. Den Patcher gibt es noch nicht zum Download, den gibt es erst, wenn der released wird. Hoffentlich können wir den Release so bald wie möglich machen, aber ja, das dauert immer seine Zeit. Gebt dem Patcher-Team ein bisschen Zeit, muss auch noch alles übersetzt werden, müssen noch ein paar andere Änderungen gebugfixt werden und so weiter, getestet und so weiter. Und ja, wir gucken uns aber trotzdem mal an, was jetzt noch dazugekommen ist. Und zwar gibt es da zum Beispiel behebt das Blockieren des Apfelfarmers. Da gibt es einen Bug, wenn links oberhalb der Apfelfarm irgendwas gebaut wurde, dann ja, wird im Prinzip der Farmer blockiert und der bewegt sich dann nicht mehr eventuell, außer es ist irgendwo eine andere Apfelfarm in der Nähe. Dann gibt es noch einen Bug, der Gerber sehr ineffizient machte. Und zwar sind sonst immer alle Gerber zu einer Kuh gelaufen und dann ist nur einer mit der Kuh zurückgelaufen und die anderen waren alle leer. Jetzt warten die auf die nächste Kuh, die da spawnt, oder nehmen sich eine andere Kuh mit. Dann gibt es das gleiche noch mit dem Pfeilmacher, der hat auch irgendwie einen extra Weg gehabt vorher. Anders als alle anderen Waffenproduzenten. Der ist immer nochmal extra zu seiner Pfeilwerkstatt zurückgegangen. Jetzt läuft er direkt zum Vorratslager, nachdem er die Waffe abgegeben hat an der Waffenkammer. Und als nächstes haben wir die europäischen Bogenschützen. Vielleicht Leute, die den Wolf oder den Abt mal spielen sehen haben, wissen, dass die auch so ja, Pechkessel auf den Türmen haben, aber ihre europäischen Bogenschützen, die da stehen, leider den Pechgraben nicht auslösen. Und das liegt daran, dass nur arabische Bogenschützen bei den KIs bisher Pechgruben entzünden konnten. Nun können es auch europäische. Dann ein sehr wichtiger Bug, behebt das Verschwinden von Bäckern. Vielleicht kennt ihr das, wenn bei der Brotwirtschaft was sehr ineffizient war und zum Beispiel irgendwie Mehl den Lagerplatz gewechselt hat, dann sind alle Bäcker, die zu dem alten Lagerplatz gelaufen sind, einfach despawned. Oder wenn kein Mehl da war im Vorratslager, sind die auch einfach alle despawned. Jetzt suchen die einfach das andere Mehl und falls keins mehr da ist, laufen sie zurück zu ihrer Hütte. Und das draint jetzt nicht mehr die ganzen Rekruten. Das ist gerade bei KIs, die schnell rekrutieren müssen, auch wichtig. Und ja, behebt das Verschwinden von Ausbuddern, ist auch sehr wichtig. Vielleicht kennt ihr das, wenn ihr Wassergraben umgegraben habt, sind immer mal Einheiten verschwunden. Das ist jetzt nicht der Fall mehr mit diesem Fix hier. KI-Lords. Wir gucken uns das hier nochmal kurz an. Hier die ganzen Einstellungen sind 3000. Also hier die ganzen Bugfixes sind alle getickt. 3000 Erhöhung der Angriffstruppen, damit wir so viele Angriffstruppen haben können wie möglich. Ich werde das jetzt nur einmal durchgehen. Im nächsten Video ist es dann nicht mehr vorhanden. Daher ja, der Verweis, wenn ihr es wissen wollt, wie die Einstellungen sind, kommt hier vorbei und schaut es euch an. Einreisen von Gold haben wir alles deaktiviert. Also für Gold. Und ja, Angriffstruppenerhöhung 50% pro Angriff. Der Rest ist nicht getickt. Und hier gibt es noch 2 weitere Changes. Arabische Baumeister sprechen jetzt Arabisch, falls der Lord Arabisch ist. Das ist eigentlich nur für den Spieler spielt das eine Rolle. Aber ja, falls wir uns nochmal KIs angucken in Unlocked Maps, die einen arabischen Lord haben. Baumeister sprechen jetzt Arabisch, wenn der Wort Arabisch ist, wenn man diese Option hier anvisiert. Und Speerträger rennen nun standardmäßig. Das bedeutet, Speerträger rennen quasi immer. Und ja, normalerweise sind die nur gerannt, wenn sie irgendwie aggressive Haltung hatten in der Nähe von Gegnern. Das gibt auf jeden Fall so Ratten und sowas einen bedeutenden Boost. Aber da Speerträger so sinnlos sind, also effizienzmäßig nicht stark sind, macht es hier schon auf jeden Fall einen Sinn, das zu ticken. Und da können Speerträger auch mal effizient eingesetzt werden. Sonstiges, feuerfeste Zeit ist auf das Doppelte erhöht worden, auf 4000. Wir haben natürlich die ganzen Standardoptionen hier drin. Keine Strongholdify und auch kein sonstiges. Überbauen von Arbeitern ist auch eine neue Option, brauchen wir jetzt aber nicht.
da wir selber ja nichts bauen wollen. Reduziert die Baugröße von Apfelfarm ist noch ein sehr wichtiger Change. Und zwar hat man ja, wenn man die Apfelfarm baut, normalerweise ein 11x11 Square. Nachdem sie gebaut ist, ist sie nur noch 10x10 groß, also ein Feld kleiner. Und gerade die KI wusste das nicht, dass sie quasi ein 11x11 Square braucht und versucht Apfelfarm überall hin zu platzieren. Und ja, deswegen mit diesem Change reduziert man die benötigte Farmfläche auf 10x10. Das heißt, sie ist dann genauso groß vor der Platzierung, wie sie danach ist. Bufft Apfelfarm natürlich auch, das heißt, ihr wollt das vielleicht nicht unbedingt im Multiplayer aktivieren, aber hier in dem Fall ein sehr wichtiger Change, um das weniger laggy zu machen und KIs effiziente Apfelfarm bauen zu lassen. Und dann haben wir noch erhöht die Tickrate des Pfad-Updates, dass gerade wenn jetzt irgendein Gebäude zerstört wird, dann wird die Tickrate, also wenn alle 200 Game-Ticks normal ist, wird das gecheckt, ob da ein neuer Pfad entstanden ist. Und jetzt wird das alle 50 Game-Ticks gecheckt. Das ist auch ein bisschen smoother im Gameplay. Die Maschinen sind schnell genug, um das hinzukriegen, ja. Okay, wir haben hier unser Pack, alles eingestellt, installieren. Und dann gehen wir auch schon direkt ins Spiel. Seid gegrüßt, Sire. Die Wüste Und erwartet euch. ja, hier sehen wir schon eine Reihe von Mod-KIs. Wir werden jetzt erstmal uns hier eine andere KI reinbauen, einfach damit wir nicht die Farbe Rot nehmen, weil die eventuell andere Änderungen hat als Orange und so weiter. Einfach damit die Farbe nicht einen Unterschied in dem KI-Verhalten hervorruft. Und ja, wir spielen gegen Morgan Le Fay, direkt unten drunter. Und die Königin kommt. kriegt jetzt mal die blaue Farbe hier. Und wir haben extra eine KI-Turnierkarte für dieses KI-Turnier. Ja, und die führen wir auch gleich ein. Das Spiel könnte kürzer oder länger gehen. Wir werden ein Hin- und ein Rückspiel machen. 4000 Computervorteil und auf dieser Karte. Das heißt, erst starten wir mit der Nomade links unten für das Hinspiel. Gegen Morgan Le Fay rechts oben. Und dann werden wir das Ganze nochmal umdrehen. Pause. Und ja, kurz nochmal zu Le Fay. Okay, wir gehen nochmal kurz raus, das zählt nicht. Wir wollen vielleicht nochmal kurz die Flavortext vorlesen, ne? Okay, Nomade. Die Nomade frisst sich buchstäblich durch die Karte. Mit einer aggressiven Expansionsstrategie wird sie alle Lebensmittel vereinnahmen. Baust du auch Äpfel an? Die Nomade kommt vorbei und erntet sie. Jedes Schlupfloch nutzt sie, um auch deine Burg zu verschlingen. Ein würdiger Gegner im frühen Spielverlauf. Allerdings sehr angewiesen auf genügend Grün in der Wüste. Ja, wir werden das dann gleich sehen. Und ja, Morgan Le Fay von Wurzelkasper ist auf jeden Fall auch eine sehr schicke KI, die wir hoffentlich nochmal ein bisschen mehr angucken können. Auch wenn das Spiel vielleicht jetzt schneller oder kürzer sein könnte. Morgan Le Fay sieht sich als die wahre Thronfolgerin und Königin und kämpft um ihren Anspruch. Manche bezeichnen sie als Heilerin, andere als Hexe. Sie weiß, ihre Anhängerschaft anzuführen und setzt alles in ihrer Macht Stehende in Bewegung, um ihr Geburtsrecht einzufordern und die Krone zu erlangen. Also, mal sehen, ob die unsere Nomade hier zertrampelt. Natürlich bin ich ein kleines bisschen voreingenommen. Ist aber die erste Runde. Es steht momentan 0:0 hier. Kein Geheimnis, damit spoilere ich auch gar nichts. Ja, dann starten wir doch einfach mal das Spiel. Pause. Und jetzt geht's richtig los hier. Wir haben erstmal 50er Spieltempo. Gucken wir uns erstmal ganz kurz die Karte an. Wir haben hier unten Rehe. Wir haben hier drüben Rehe. Wir haben hier oben Rehe und wir haben hier hinter dem Berg Rehe. Und hier oben natürlich nochmal. Gucken wir nochmal kurz rauszoomen. Hier gibt es so einen Berg mit 2 Steinplätzen und 4 Eisen oberhalb hier, der nur von der Rückseite erreichbar ist. Das heißt, die KIs müssen quasi kämpfen und hier hochkommen, um sich die Ressourcen zu schnappen. Dann gibt es 31 Farmplätze pro Seite. Hier in so einem Halbring um den KI-Platz herum angeordnet. Ihr seht auch schon, der Bergfried ist seltsamerweise hier und der Bergfried hier ist irgendwie verschwunden. Das liegt daran, dass die Nomade ihren Bergfried versetzt. Normalerweise ist der Bergfried wie hier bei der Morgan Le Fay in der Mitte von diesem Kreis. Und da hat die KI auch genug Platz, sich aufzubauen, weil wir ja auch teilweise sehr große KIs im Turnier haben. Ja. Und dann gucken wir uns nochmal kurz die restliche Map an. Wir haben hier unten so einen Berg nochmal mit 2 Steinplätzen und 4 Eisenplätzen, genauso wie hier oben. Und ja, 1, 2, 3 Eisenplätze nah dran an der KI, mit 2 Steinplätzen nah dran, die recht safe sind. Ein Steinplatz hier hinten noch mit 2 Eisenplätzen, die recht spät besetzt werden, gerade wenn die KI nicht ihren Bergfried zurückgesetzt hat. Und damit haben wir, glaube ich,
7 Steinplätze und in total 13 Eisenplätze pro Seite müssten es sein. Ja, 13 Eisen und 7 Stein. Und dann haben wir hier noch Pech. Einmal haben wir Pech, das recht safe ist bei der KI. Das sind 1, 2, 3, 4, 5 Pechplätze. Und nochmal 4 Pechplätze in der Mitte je Seite. Also 9 Pechplätze je Seite. Und ja, Wald ist auch genug da. Der Wald hier unten und hier oben links. Der breitet sich normalerweise im Laufe des Spielverlaufs aus und wird nicht komplett geerntet. Gerade weil hier auch diese Büsche und Steine sind, die KI nicht mit ihren Holzfällen überbaut. Und dadurch ist da drin immer Wald, der dann immer wieder nach außen spreaden kann und sich vermehren kann. Das heißt, der Wald wird nie enden und es wird immer Holz geben auf der Karte. Okay, genug zur Karte. Lasst uns endlich beginnen mit dem Turnierkampf. Herzlich willkommen an alle, die gerade eingeschaltet haben und hier hingeskippt sind, weil sie nicht den Anfang angucken wollten. Und ja, lasst den Kampf beginnen. Schauen wir mal, wie es aussieht. Fortsetzen. In der linken unteren Ecke die Nomade, die Gefräßige, startet direkt mit einer Apfelfarm und ein paar seltsamen Wallplatzierungen hier. Kornspeicher in der Mitte des Walls und eine Kathedrale. Und sie hat ordentlich Armbrustschützen und Bogenschützen als Starttruppen und sogar Feuerwerfer. Ich glaube, es sind 8 Armbrustschützen, 4 Bogenschützen, 4 Feuerwerfer eingestellt. Wir sehen, sie fängt sofort an, Rekrutierungsgebäude zu platzieren. Hier mit Assassinen und Mönchen und arabischen Bogenschützen direkt rekrutiert werden. Und auf der anderen Seite haben wir Morgan Le Fay auch direkt mit einer Kathedrale. Scheint sehr ähnlich zu sein von der Burgaufstellung. Allerdings nur ein paar Mönche, Armbrustschützen und auch hier ein paar Assassinen direkt rekrutiert vielleicht. Oder vielleicht sind das auch noch die Starttruppen. Da bildet Morgan Le Fay noch nicht so viel aus. Doch, auch Assassinen wieder. Wir sehen, okay, scheint, als gäbe es da direkt gleich einen Kampf auf der Karte. Ja, wir sehen hier auch Steinbruch, 2 Eisenminen, noch ein Steinbruch, eine Eisenmine. Farmen aufgebaut, Holzfäller schon aufgestellt. Auf der anderen Seite sehen wir die Holzfäller hier scheinbar in der AIV platziert. Und die sind nicht sehr effizient. Und trotzdem noch weitere Holzfäller hier drüben. Und keine Steinbrüche, keine Eisenminen, keine weiterverarbeitende Produktion bisher. Und sogar ein Leiterträger steht hier. Die Nomade ist eine KI, die sehr, sehr schnell den Gegner angreift. Sie setzt sehr stark auf Farmen, wie wir das auch gelesen haben. Wir können auch sehen, sie vereinnahmt bereits das Farmland des Gegners hier auf der Karte. Während Morgan Le Fay gerade ihre Steinproduktion erweitert. Wir sehen 4 Steinbrüche stehen schon. Können wir mal kurz rauszoomen. 1, 2, 3, 4. Hier wurde gerade auch einiges vom Startgold in Verteidigungsgeräte investiert. Und wir sehen hier dieses wunderbare Dreieck, was sich gleich zu einem Siegel ausbauen wird. Denn Morgan Le Fay wird nicht ohne Grund die Hexe genannt von einigen. Denn wer baut bitte einen 5-eckigen Stern als Burg, wenn er nicht eine Hexe ist? Ja, sehr schön auf jeden Fall hier, die Verwendung dieser Wallabschnitte. Aber wie wir hören können, greift die Nomade bereits an. Das ist ein sehr schneller Angriff hier. Und mal sehen, ob die Verteidiger von Le Fay irgendwie was ausrichten können. 2 Armbrustschützen auf dem Turm. Gegen an die 10 arabischen Bogenschützen auf dem Boden. Und wir sehen sogar ein paar Schleuderträger, die hier direkt in den Nahkampf gehen. Da haben die Armbrustschützen keine Chance. Feuerballiste auch schon am Start. Actually sind sogar 2 Feuerballisten, aber die eine scheint nicht voll besetzt worden zu sein. Ja, wir sehen hier, die Armbrustschützen werden hingerichtet, bevor sie überhaupt eine Chance haben. Der erste Angriff von der Nomade schon direkt fatal. Hier schließt das erste Torhaus. Die Produktion von Le Fay gerade erst angelaufen. Da kommen jetzt die Nahkämpfer, um zu verteidigen. Die ausgebildeten Meuchelmörder hier und Mönche. Aber ja, die Nomade kommt hier mit Pikinieren, Meuchelmördern, hat das Torhaus geöffnet. Jetzt kommt sie auch rein. Mehr Meuchelmörder, das sind hier, glaube ich, die Sortie-Einheiten. Da ist auch gleich die Balliste wieder kaputt. Hier die Mönche sind, glaube ich, auch von der Nomade. Ist bei Mönchen immer nicht so einfach zu sehen. Aber ja, das hier ist auf jeden Fall ordentlicher Wirtschaftsschaden. Alles Zeit, in der Le Fay nicht aufbauen kann. Ah, nee, das sind actually Mönche von Le Fay hier. Ist nicht so einfach, wenn beide am Anfang direkt eine Kathedrale bauen, zu wissen, wer was baut. Wir sehen hier, der Lord hat noch überlebt. Die Mönche haben standgehalten.
Die Meuchelmörder sind immer noch da und neue Arbeiter werden rekrutiert. Vielleicht kann Le Fay sich ja doch... Oh ne, es sind doch die Mönche von den Nomaden. Okay, interessant. Vielleicht kann Le Fay sich ja noch befreien hier aus der Umklammerung, aber momentan sieht es nicht gut aus. Bogenschützen überall, eine Feuerballiste hier. Bogenschützen an der Seite. Und sogar Schleuderschützen hinten. Die Torhäuser sind beide zu. Eins wird wahrscheinlich nicht lange überleben. Gerade diese Treppen hier sind natürlich gut, um in das Tor zu kommen. Aber das heißt natürlich auch, wenn das Torhaus kaputt ist, geht's ab zum Keep, ne? Da kann man direkt reinlaufen. Schade, dass Le Fay sich hier gerade nicht aufbauen kann. Ich werde wahrscheinlich dann noch ein paar Spiele nachschieben, damit wir die Zeit ein bisschen füllen, dass nicht so klar ist, dass es so ein schnelles Spiel ist. Oh, hier direkt Feuer ausgebrochen. Wir sehen hier 1, 2, 3 Obstfarmen und eine Hopfenfarm auf der anderen Seite von Le Fay. Die Nomade hat auf der eigenen Seite schon alles zugebaut. Wir sehen hier Farmen auf der gesamten Fläche. Okay, hier sind noch 1, 2, 3, 4, 5 Farmplätze übrig. Für die KI. Hier wird schon der Fluss ausgebuddelt. Und die Zeltstadt wird errichtet. Einige Waffenproduzenten sind schon da angekommen. Und das alles während der Belagerung. Jetzt kommt der Lord hier sogar raus und wird sich verteidigen. Vielleicht kann der auch mit den Bogenschützen und Schleuderträgern aufräumen. Meuchelmörder sollten aber eigentlich auch eine gute Chance haben. Gucken wir uns mal die Statistik an. Sieht nicht gut aus für morgen, Le Fay. Da kommt halt auch gar nichts rein an Ressourcen. Da sind halt überall Truppen um die Burg. Und es brennt sogar. Leider keine Brunnen hier. Aber ja, braucht Le Fay ja auch eigentlich nicht, wenn das Feuer nicht überspringt und das Gebäude eh nichts macht. Es sind halt leider 15 Steine, die da verloren gehen, aber ist weit genug weg. Kornspeicher immer noch ein paar Brot drin. Aber es sieht nicht so aus, als hätte sie irgendeine Nahrungsproduktion. Keine Jäger, keine Bäcker. Mittlerweile 5 Obstfarmen hier und 2 Hopfenfarmen. Und es werden nur noch mehr. Aber immerhin, es kommen vielleicht sogar ein paar Eisen-Deliveries an. Nein, doch nicht. Hier kommt einer durch. Und da kommt der Brunnen. Getreide ist auch im Vorratslager, aber leider keine Mühle. Wahrscheinlich daran, dass die Holzfäller es nicht geschafft haben, zum Vorratslager zu kommen. Aber jetzt kommt hier doch mal eine Stein-Delivery durch. Das sollte also was werden. Die Bogenschützen können hier nicht für immer campen. Das hier sind übrigens die Sortie-Bogenschützen. Das sind nicht die Angriffsbogenschützen. Und solange dieser Bogenschütze hier noch steht, rekrutiert die Nomade keine neuen Einheiten. Oder doch? Anscheinend schon. Anscheinend zählt dieser Angriff schon als abgebrochen. Oder das sind Raid-Einheiten. Ja, wir sehen hier schon den Raid ankommen. Sklaven und Assassinen. Die typischen Nomaden. Immer ein paar Unsichtbare mit bei den Fackelträgern. Die kommen bestimmt auch gleich und zünden den Steinbruch hier an. Ich glaube, Raids target normalerweise immer die ältesten Gebäude, wenn möglich. Oder haben halt so eine Priorisierung auf Kornspeicher, Waffenkammer. Und ja, normalerweise sind Obstfarmen und Steinbrüche auch recht alt. Also Gebäude, die sehr früh gebaut werden. Ja, der Raid zieht einen offenen Platz zum Kornspeicher. Mal sehen, ob er hier was ausrichten kann. Aber ja, gegen die Assassinen von Morgan Le Fay haben die Sklaven natürlich keine Chance. Da kann die Nomade gar nichts ausrichten. Hier die Feuerballiste am Zündeln schon wieder. Aber da kommt auch schon der nächste Angriff. Da ist der nächste Angriff von der Nomade und die Zelte stehen. Das wird heiß. Zwei Feuerballisten und ein Rambock. Direkt am Start hier. Kommen die Schleuderkämpfer schon wieder um die Burg gerannt. Eine Botschaft, Herr. Hier droht Gefahr. Ich denke, das hast du richtig erkannt, Le Fay. Leider kommt sie nicht so richtig aus dem Knick hier. Ist einfach zu viel Druck überall. Da kann man leider nicht viel machen. Und es brennt auch schon wieder. Immer noch keine Mühle instand gesetzt. Wir sehen hier die Karawane an Mönchen, Pikenieren und Assassinen durch die Burg marschieren.
Assassinen nehmen hier einen Shortcut, aber das wird vielleicht nicht unbedingt reichen. Denn Morgan Le Fay ist noch ganz gut in Schuss. Aber ja, das wird es jetzt gewesen sein. GG. Es steht 1-0 für die Nomade gegen Morgan Le Fay. Und ja, wie wir sehen, hat die Nomade doch mehr gewirtschaftet, als wir vielleicht dachten. Unglaublich viel Holz erwirtschaftet, unglaublich viel Nahrung in dieser kurzen Zeit. Oktober 84 war es zu Ende. Und damit ist es auch schon Zeit fürs Rückspiel. Wir gehen direkt wieder rein. Diesmal gleich ein bisschen schneller und wir gucken uns das Ganze jetzt mal aus einer anderen Perspektive an, um das ein bisschen interessanter zu sehen. Denn so sehen wir vielleicht ein bisschen mehr, was alles abgeht auf dem Schlachtfeld. Ich wollte schon sagen, auf dem Schachbrett hier. Tja, wir können direkt sehen, wie die Nomade ihre ganzen Holzfäller spammt. Und farben. Und wie das Gold hier aufgebaut wird. Wir sehen Morgan Le Fay direkt mit 0 Gold. Hat ihr gesamtes Startgold schon ausgegeben. Und das kommt einfach dadurch, dass die Kathedrale erst teuer ist und dann diese ganzen Belagerungsgeräte. Belagerungsgeräte sind unglaublich teuer. Und wir haben hier 5 Belagerungsgeräte und eine Balliste auf dem Turm. Der Turm wurde schließlich auch von irgendwas gebaut. Ich glaube, das sind noch mehr als 15 Steine im Voraussage. Ich kann mir gut vorstellen, dass der gekauft wurde. Wir sehen hier, die Nomade ist ganz gut gerüstet. Jetzt sehen wir auch, der Trick mit dem Wall funktioniert jetzt. Die Nomade ist manchmal ein bisschen verbuggt, dass dieser Ball hier nicht vollständig gebaut wird. Einfach, wenn der Keep die Rotation hat. Ich glaube, das liegt an der Keep-Rotation. Es kann auch an anderen Dingen liegen. Liegt auf jeden Fall auch an der Anzahl der Build-Steps der Nomade. Und ja, dieser Kornspeicher ist hier vollständig umrandet. Aber wie ihr seht, die Arbeiter können trotzdem noch ihre Güter abgeben. Das hat den Vorteil, dass er nicht so schnell stirbt. Dann sehen wir hier wieder die 2 provisorischen Verteidiger aufgestellt, die leider keine Chance haben gegen diese Übermacht an Gegnern. Aber diesmal konnte keine Feuerballiste aufgestellt werden von der Nomade. Das ist schon mal ein großer Pluspunkt hier für Morgan Le Fay. Und Morgan Le Fay scheint auch noch keine Angst zu haben bisher. Wir werden ja gleich sehen, wie das dann läuft. Aber auch keine Mühle. Ja, die Mühle fehlt leider. Es wäre halt gut, wenn die Mühle direkt am Anfang gebaut würde. Hier droht Gefahr. Aber ja, da lässt sich die Morgan Le Fay noch ein bisschen Zeit. Da kommt der Lord direkt raus mit den Assassinen und den Mönchen und verteidigt hier. Sehr gut gemacht. Das lief diesmal deutlich besser als letztes Mal. Wir sehen, gerade weil diese Feuerballiste hier nicht war, die hat nämlich letztes Mal so einen großen Einfluss gehabt. Aber schon wieder sehen wir die Nomade hier mit ihren Farmern. Und wenn die Farmer gekillt werden, heißt das etwas. Und zwar, dass hier gleich Sortie-Einheiten auch rauskommen. Wenn hier gleich Sortie Archers und Assassinen sehen, ja, da kommen sie auch schon. Und da kommt auch noch schon der Raid, der Slow Raid, die Sklaven mit der langsamsten Geschwindigkeit ever. Okay, RIP. Oh nein, die Verteidiger werden hier aufgeschlitzt von den Meuchlern. Und mit den Sortie Archern schafft die Nomade es auch, sich wieder hier Präsenz zu verschaffen auf der Karte. Kommen jetzt auch Sortie Assassinen raus von Le Fay. Vielleicht können die was dagegen machen, dass die Raid-Truppen von der Made hier die Steinbrüche kapern und abreißen. Aber es ist hier ein Chase-Game, wo die Nomade einfach davonläuft. Und die nächste Farm ist Geschichte. Aber da hat sie nicht aufgepasst. Schlechtes Micro hier von der Made. Ja, also die Made ist eigentlich ziemlich madig, wie man so aussieht. Ich meine, wer kann sich denn bitte so viele Farmen leisten? Das ist ja ein richtiges cheesy Gameplay hier. Aber ja, da kommt auch schon ein Katapult. Das ist hier ein Störkatapult. Und die 3 Belagerungsgeräte. Mal sehen, ob sie diesmal aufgestellt werden. Das müssten jetzt die 2 Feuerballisten und der Rambock sein. Ja. Eine Feuerballiste, noch eine Feuerballiste. Beide da. Rambock auch am Start. Und ja, hier sind keine Verteidiger mehr übrig. Morgan Le Fay hat immerhin eine Mühle mittlerweile und eine Bäckerei. Aber ich glaube, das wird nicht lange halten. Da kommen auch schon die Assassinen, öffnen das Tor
Und jetzt sollten eigentlich alle, ja, alle strömen hier rein, alle Truppen. Der zweite Angriff sollte es eigentlich schon Hier droht Gefahr. geschafft haben. Wie wir sehen, verliert der Lord hier rapide Leben gegen die Slinger. Slinger sind sehr gut gegen den Lord. Auch im Fernkampf. Und mit so vielen Mönchen, Assassinen, hat Litway hier einfach keine Chance. Aber ja, immerhin hat sie sich von den Slingern befreien können. Ist noch die Frage, ob die Mönche es schaffen, bis zum Lord vorzudringen. Oh, das könnte gefährlich werden. Aber sie haben es geschafft, der Assassine und der Lord hier. Zusammen haben sie es verteidigt gekriegt. Und ja, diesmal hat sie 2 Angriffe überlebt. Dann können wir uns doch nochmal die Burg von der Made angucken. Die hier mit 3-4 Schenken aufwartet. Die Zeltstadt langsam erweitert hier und den Fluss aushebt. Erster Turm schon draußen mit mehreren Belagerungsgeräten drauf. Und ja. Wir sehen hier auch die Made. Nimmt sich die Steine und Eisenminen auf den Berg und vernachlässigt die sicheren Stein- und Eisenminen hier hinten. Das liegt einfach daran, dass der Keep so weit vorne platziert ist. Und ja, da kommt auch schon der 3. Angriff. Hat Lefay irgendeine Chance? Nicht wirklich. Alle ihre Gebäude sind am Schlafen. Ah, nicht alle. Okay, die Eisenminen nicht. Aber ich glaube, da ist einfach keine Nahrung mehr vorhanden, um sich zu befreien. Und ja, da ist einfach nicht mehr genug Butter. Eine Botschaft, Herr. Hier Der droht Lord. Gefahr. Der Lord suizidet in die Truppen der Made. Und das war's. GG. 2:0 für die Made. Ich hoffe, es hat Eine euch gefallen. Botschaft, Herr. Schaut auch bei den anderen Castern vorbei für die anderen Videos. Morgen kommt am Samstag was von Hackstülze. Und am Sonntag müsste was von Xander kommen. Und am nächsten Montag wieder Benny. Und am Mittwoch wieder Wurzelkasper. Ja, also danke auch für die schöne KI hier, Wurzelkasper. War ein gutes Spiel. Und es steht in diesem Match 2:0 für die Made. Ja, das ist ein verdienter Sieg. Aber leider ein sehr kurzes Spiel. Und ja, wir gucken uns das Ganze trotzdem mal noch auf einer anderen Karte kurz an. Das zählt jetzt natürlich nicht zu den Turnierspielen. Aber einfach so eine Karte, wo viel Abstand zwischen den Burgen ist, es lange dauert, sich aufzubauen. Und ja, gucken wir einfach mal, wie es da gelaufen wäre. Können ja mal einfach ein bisschen schneller machen. Und ja, wir sehen, beide haben wieder hier ihre Kathedrale. Die Nomade jetzt mit ihrem Kornspeicher so weit weg von den Farmen, dass das gar nicht so richtig hilft in den Farm-Spam. Kommen die Angriffstruppen direkt rüber, aber die Verteidiger sind in Position. Sie können sich hier zur Wehr setzen. Da ist Vorsicht geboten. Aber na gut, die Steinbrüche brennen, immerhin. Bisschen was kann die Made hier ausrichten. Wir sehen, Morgan Le Fay ist jetzt doch deutlich besser am Start. 2 Mühlen und mehrere Bäckereien aufgebaut. Kann sie sich hier der Krone nähern. Ist halt dann doch eine deutlich sicherere Map. Deutlich sicherere Karte. Zählt jetzt aber nicht zu dem Turnierspiel. Es ist einfach nur, um nochmal die KIs anzugucken. Es war interessant, diese Sternform mal ausgebaut zu sehen. Wir sehen hier die interessanten Türme. Hier sind wahrscheinlich nochmal 2 große Türme an den Seiten, schätze ich. Und auf jedem ein Belagerungsgerät. Richtig fair. Die Nomade spielt nicht so ganz so fair. Die hat mehrere Belagerungsgeräte hier auf den Türmen. Ja, wir sehen können, hat die Nomade hier ihre Zeltstadt mittlerweile aufgebaut. Diesmal leider kein Wassergraben, den sie ausgraben kann. Aber ja, passiert. Oh, da kommt auch schon der nächste Angriff von der Nomade. Aber die Anzahl an Armbrustschützen hier von der Morgan Le Fay zeigt hier Übriges. Also ihr seht, die ist doch deutlich tankiger, wenn die sich mal aufgebaut kriegt. Ist halt dann doch eine teure Burg, wie wir sehen können. Viele Waffenproduzenten. Auch in der Kathedrale und
sehr viel Brotproduktion. Brotproduktion erfordert immer einen gewaltigen Holzaufwand. Die Nomade hat gar keine Holzproduktion, gar keine Brotproduktion hier. Verlässt sich alleine auf ihre Früchtchen, die sie auch in Genüge einsammelt. Hat nur wenige Steinbrüche und Eisenminen hier. Ja, wir können sehen, da kommen sogar Ritter aus der Nomade raus. Können die vielleicht was ausrichten. Die können auf jeden Fall ein paar Steinbrüche mitnehmen. Aber die Truppen von der Nomade kommen hier nicht mal richtig zum Wellen. Also die sind dann doch schwächer, als man denken würde. Dafür hat sie aber doch schon ein deutliches Polster angefressen, die Gefräßige. Wir sehen hier Faye dann unter Druck von den Rittern. Aber baut sich immer wieder schön auf. Auch wenn das Holz mittlerweile knapp wird. Der nächste Angriff kommt rein. Noch mehr Bogenschützen und Schleuderkämpfer. Aber es sind natürlich auch mehr Verteidiger auf den Burgwällen. Und damit ist das nicht so ganz so einfach. Wie wir sehen können, hat die Nomade hier nicht gut. Also kommt die Nomade hier nicht gut durch. Ist dann doch nicht so einfach. Gerade die Anzahl der Armbrustschützen, die hier steht, ist einfach zu groß. Wobei jetzt sind sie von den Rittern überrannt. Und da. Ja, sobald hier das Holz knapp wird, ist natürlich auch gefährlich, dass sie vielleicht nicht das nötige Holz hat, um sich wieder aufzubauen. Aber hier unten ist noch genug Holz eigentlich. Mal schauen. Ah, nee, der Faye hat hier auf jeden Fall die Nase vorn in der Verteidigung. Da kommt die Nomade noch lange nicht durch. Brauchst noch einiges mehr, bevor da... Ja, gerade diese Anzahl an Assassinen hier, das ist schon heftig. Dann muss ich auch mal zur Nomade rüber. Die mit ihren Angriffstruppen jetzt immer noch komplett rüberläuft, aber... Ja, also sie hatte schon so oft Angriff, die Made, die wird dann auch nicht mehr viel mehr erreichen wahrscheinlich. Das erhöht sich halt nur sehr gering, wenn die Angriffstruppenanzahl gering ist, dann ich glaube, wir müssen das jetzt auch nicht bis zum Ende angucken. Ihr könnt ja selber spielen, wenn ihr wollt. Und ja, vielen Dank für alle, die das Video angeschaut haben. Vielen Dank auch an alle, die mitcasten. Das Turnier, ihr könnt mehr Informationen in der Videobeschreibung finden. Einfach mal die anderen Caster angucken. Dann bis zum nächsten Freitag. Ciao.